Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein ganz kleiner Mini-Haul. Warum mache ich das Video? Weil eigentlich ist heute ja der Record Store Day. Ich weiß gar nicht, ist der Freitags oder Samstags? Also ich gehe mal samstags erst los. Normal gehe ich ja nach Itzehoe in den Plattenladen, der da ist, hole meine Platten. Das habe ich heute gecancelt, weil der gute Herr, dem der Plattenladen gehört, die Platten entweder nicht mitbestellt hat oder sie nicht bestellen konnte. Keine Ahnung. Also er sagte, er konnte sie nicht bestellen. Mein Kumpel holt heute für mich die Bruce Kulick ab. Also Ende vom Lied ist, ich wollte die Sisters of Mercy, die Bruce Kulick und die Kiss-Scheibe haben. Kiss natürlich hier an allererster Stelle. Und ja, die Kiss und die Sisters of Mercy habe ich nicht. Jetzt warte ich auf Online-Sachen. Man hätte sie bei Remedy Records in Hamburg kriegen können. Allerdings muss ich da sagen, ich unterstütze Remedy Records ungerne, weil die Preise bei dem komplett überzogen sind. Er ist völlig drüber über dem, was die Platten kosten sollten. Das wäre, als wenn jetzt irgendwie ein McDonald's für 1,50 einen Cheeseburger verkauft und daneben steht ein anderer McDonald's, der die Dinger dann für 3,80 € verkauft. Da würde ich dann auch sagen, okay, zu dir gehe ich nicht. Also da bin ich immer so ein bisschen, ja, weil ich viel sammle und viel Geld ausgebe, sagen wir es mal knauserig, weil wenn ich 10 Platten 5 € spare oder 3 € spare, kann ich mir schon wieder eine weitere Platte kaufen. Und das ist bei der Menge, die ich konsumiere, eine Rechnung, die für mich aufgeht. Also für Leute, die vielleicht selten mal was kaufen und sagen, hey, ich kaufe jetzt einmal alle 3 Monate diese eine Record Store Day Platte, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, komm, scheiß drauf, gebe ich 13 € mehr aus. Aber es geht ja einfach ums Prinzip. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, also der Laden in Itzehoe hat mich diesmal komplett hängen lassen. Und ich kriege meine Platten nicht, außer halt die Bruce Kulick. Und hätte ich euch heute gerne gezeigt, da ich sie selber aber nicht abhole, muss das vielleicht bis morgen warten. Ich hoffe, dass ich sie dann da habe. Muss ich gucken, wie mein Kumpel das schafft, hier das vorbeizubringen. Auf jeden Fall gucken wir uns heute einen Mini-Haul an. Ohne Record Store Day. Leider, ich hätte gerne die Kiss euch gezeigt. Und das lassen wir aber heute mal bleiben. Ich hoffe, ich kann es nachreichen, wenn ich sie dann bekomme. So, mein ganz kleiner Mini-Haul. Nachdem ich ja nun das Machine Head Meet and Greet hatte und also ein Kram, ist natürlich momentan geldlich so ein bisschen minimiert, sag ich mal. Und ja, kaufen ist gerade nicht in großen Mengen möglich, obwohl ich gerade wieder schon was geholt habe, weil mein Kumpel mir Bescheid gesagt hat, dass er noch was anderes gefunden hat, was ich euch da wieder zeige. Es war auch wieder teuer, aber egal. So. Starten wir mit dem Ding. Jetzt werden alle sagen, ach du Scheiße, jetzt fängt er mit Techno an. Nein, entspannt euch. Diese Platte von Mark O, der ein Techno-DJ ist, ja, hat mit John Davis, einem Sänger, damals diese Platte rausgebracht. Ich glaube, die Platte selber hieß auch Rebirth. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist eine Maxi. Ist mit Techno nicht zu vergleichen. Ich finde, das ist eine Synthpop-Scheibe. Electronic Body Music, also eher Richtung Synthpop. Kann man mit, keine Ahnung, schieben wir es jetzt mal in die Schublade, N1, Depeche Mode, so die Richtung. Auf jeden Fall ein mega geiles Album damals gewesen, war ich selber sehr überrascht, dass Mark O, der mit Tears Don't Lie um die Ecke kommt eigentlich. War das Tears Don't Lie von ihm? Ich glaube ja. Auf jeden Fall ist das ein komplett anderes Ding. Und eine sehr, sehr geile Scheibe. Und das ist eine Maxi. Habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt, dass es da eine gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Habe geguckt, ob es das Album, glaube ich, auf Vinyl gibt. Und habe die gefunden. Und das ist einfach nur ein Remix. Oder ja, eine Remix-Scheibe. Und auf jeden Fall, ich finde sie geil. Ich mag es, weil es Richtung Synthpop geht. Ich mag ja so eine Mucke. Und demnach, Mark O, wer da im Synthpop-Bereich noch nicht reingehört hat, ich kann es nur empfehlen. Das Ding war wirklich, finde ich, damals ein Brecher. Und ich höre es auch heute stellenweise noch echt gerne. Kommen wir zu ein paar Kiss-Scheiben. 2 Stück konnte ich tauschen. Mit einem, wie mag man es nennen, Kiss-Bekannten, damals vom Meet and Greet in Hamburg 2010. Ich muss jetzt echt lügen. 2010, ne? War Live 35 Tour, war es Live 35? Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich ihn da kennengelernt, dann haben wir uns irgendwie, glaube ich, durch Facebook wiedergefunden und hatten dann mal so 1, 2 Scheiben ausgetauscht. Er hatte mir die angeboten, ich hatte was er haben wollte und die hier, ich habe neulich euch die ganzen Ace-Scheiben gezeigt, da habe ich von der schon geredet, dass sie noch kommt, habe ich
noch nicht gehabt. Es ist eine Holland-Pressung im verdammt schönen Zustand und die ist hinten irgendwie ja so ein bisschen ausgeblichener. Das ist so wie fliederfarben, würde ich hier die Bedruckung nennen von den Titeln. Auf jeden Fall eine schöne Scheibe. Das Ganze seht ihr hier, kommt dann mit dem Label und hier steht dann in der Ecke Made in Holland. Also eine Holland-Pressung, die mir von den Ace Solo-Alben noch fehlt. Im echt richtig schönen Zustand. Konnte ich nicht meckern. Ich weiß nicht, ob die Holland-Pressung irgendwelche Beilagen hatte. Ich habe noch nicht recherchiert. Wenn, könnt ihr es mir wahrscheinlich wieder in die Kommentare schreiben. Aber ja, die habe ich jetzt auf jeden Fall in der Form und ja, hat mir jetzt geldlich nicht wehgetan, weil es ein Tauschgeschäft war. Dann habe ich die noch getauscht. Kiss the Elder, das wohl umstrittenste Kiss-Album überhaupt. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich persönlich liebe es. Und auch das Cover, mal was völlig anderes, als man von Kiss kennt. Ich finde es ein geiles Album. Das hier auch eine besondere Pressung. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, aus welchem Land die Pressung war. Auf jeden Fall seht ihr es vielleicht schon. Das Ganze hier ist sehr eng abgeschnitten, das Kiss-Logo. Und es ist kein Gatefold. Es ist nämlich einfach nur eine einfache, die man nicht aufklappen kann. Und das Gatefold-Bild haben wir hier als Innenhülle dabei. Und das ist eine ja, besondere Pressung und ich habe die schon in einem echt schlechten Zustand. Und die sah auf dem Bild hier wesentlich besser aus. Und da dachte ich mir, okay, da werde ich auf jeden Fall zuschlagen, weil, also zuschlagen, tauschen. Das Ding hier nämlich um einiges besser aus. Ich weiß nicht mehr, woher die Pressung war. Steht auch echt nicht drauf. War das irgendwie in Norwegen oder irgendwie? Ich weiß es nicht. Ihr werdet mich auch da wieder berichtigen und mir das reinschreiben. Steht es auf der Innenhülle? Auch da steht es nicht drauf. Ne, hinten stand es auch nicht zu erkennen. Auf jeden Fall cooles Ding. Und ja, dadurch, dass es kein Gatefold ist, auch finde ich ein besonderes Teil, was auch nicht ganz so häufig unterwegs ist. Es ist keine mega teure Platte, aber mega schwer im richtig guten Zustand zu kriegen. Deswegen ist die hier schon mal, ich sag mal, ein guter Zustand. Auch nicht ganz perfekt, aber besser als das Ding, was ich habe. So, und jetzt kommen wir zum kleinen Highlight. Einige werden jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sie auch sagen, wie kann man ja, für sowas Geld ausgeben. Ich persönlich liebe die Dinger, seit ich in Holland auf der Record Fair war. Es sind die Korea-Pressungen. Ich habe echt so einen kleinen Faible für diese Korea-Pressung entwickelt, weil es ist sauschwer ranzukommen und sie sind extrem speziell, wenn man sich die Cover anguckt. Und der Zustand ist auch immer extrem speziell. Ihr wisst, ich habe ein paar Korea-Pressungen von Maiden, Metallica und Kiss damals in Holland gekauft. Dieses Jahr war ich ja nicht in Holland, habe ich im Machine Head Video erzählt, weil ich beim Machine Head Meet and Greet war und einfach Holland mir dann nicht leisten konnte. Spritkosten, Hotelkosten, Vinylkosten, also es hätte den Rahmen gesprengt, sagen wir es einfach mal so. Ich habe aber so ein bisschen aus Frust mir das Ding hier bei eBay geholt. War jetzt auch kein Ultraschnapper, aber auch nicht überteuert. Es sind manche Korea-Pressungen von Rock'n'Roll Over und so für 500 € bei eBay gelistet. Das halte ich für ein bisschen utopisch. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen das für den Preis verkaufen werden. Und das Ding hier lag jetzt bei an die 60 €. Da kann ich gerade noch mit leben, weil ich habe auf der Börse für so eine Korea-Pressung im Schnitt so je nach Zustand 30, 35 bezahlt. Und das hier ist eine Doppelplatte, deswegen ist es echt okay. Und es ist kein Klebeband außen drum. Meine hatten ja oft Klebeband außen rum. Und warum das wahrscheinlich so ist, seht ihr hier. Die Dinger sehen echt kaputt aus. Ich weiß nicht, woran liegt das? Ist es das Klima in Korea? Oder warum sehen die Dinger so geschrotet aus? Oder werden die da jahrelang durch Millionen von Plattenspielern geschliffen? Ich habe keine Ahnung, warum die so aussehen. Ich hätte gerne mal eine Korea-Pressung im Mint-Zustand, um einfach mal zu wissen, wie es aussehen würde. Also das Ding auf jeden Fall ein absoluter Knaller. Auch hier so Sachen durchgestrichen, dann wurde das Ganze mitkopiert. Es ist halt irgendwie einfach eine komische Kopie und von hinten sieht das Ding noch geiler aus. Man kann eigentlich kaum noch was erkennen und es ist irgendwie ein Knaller. Ich lieb's. Ich finde die Dinger cool. Der eine oder andere wird sich sagen, nee, das geht gar nicht. Aber ich finde es ein Hammer. Die Innenhülle ist auch schon ein bisschen lidiert. Das Vinyl ist jetzt nicht top. Das muss man auch sagen. Aber hier geht es auch nicht darum, dass ich die Dinger abspielen möchte. Das geht hier um Sammeln. Da seht ihr schon, das Label sieht so aus. Kiss Alive 2.
All American Man, Rocking in the USA, Larger Than Life, das ist ja eh die Seite, die bei der Alive 2 eigentlich das Geile ist. Das Live-Konzert ist für mich nebensächlich. Die Seite D ist die Seite, die wirklich bei Alive 2 geil ist. Diese Sondertracks, die man da hat. Und ja, einfach genial. Ihr bekommt hier 2 Scheiben. Ich werde das Ding gleich auch nicht reinpacken. Das ist eine gefütterte Innenhülle, die schon ein bisschen auseinander geht. Die hier ist noch okay. Und ja, hier ist die andere Scheibe. Die hat auch ein paar Spuren. Aber da habe ich schon schlimmere Korea-Pressungen unten. Gerade meine Kill 'Em All, die leider auch springt, von Metallica, ist nicht mehr ganz so nice. Ja, was soll ich sagen? Das ist mein kleiner Mini-Haul gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, lasst einen Daumen da, ein Abo, ein Kommentar würde mich natürlich auch mega freuen. Und wer schon hypen kann, das ist eine neue Funktion bei YouTube, haut auch gerne mal einen Hype rein, weil das hilft kleinen Videos. Die Großen kriegen sowieso Klicks. Die Kleinen brauchen Klicks. Also jede Hilfe, jeder Daumen und jeder Kommentar zählt für das Video. Also ich freue mich immer da, wenn ihr mich da wirklich unterstützt. An alle Kanalmitglieder noch die Information. Ich habe ja gesagt, ihr, die jetzt schon ein Jahr dabei seid mit der VIP-Stufe, bekommt ein Sonderteil. Ich muss gestehen, das verschiebt sich ein wenig. Ihr bekommt es, egal ob ihr jetzt stornieren würdet oder nicht. Ich habe bisher nur eine Adresse bekommen. Ihr bekommt es. Ich muss es leider noch ein bisschen schieben. Es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ja, es kommt. Es kommt auf jeden Fall, es ist versprochen. Ihr kriegt es. Seid mir nicht böse, wenn sich das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschiebt. Okay, jetzt bin ich wirklich durch mit dem Video, also habt ein wunderschönes Wochenende, vielleicht morgen noch ein Record Store Day Nachtrag, wenn ich schaffe und die Platte da ist vom Bruce Kulick. Ansonsten erstmal ein schönes Wochenende, dann kommt wahrscheinlich morgen ein Short und keep on rockin'. Tschüss.